500.000 Euro. Das ist eine ganz besondere, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, Stadtvilla. Ich gucke mal gerade hier auf den Rainer. Ist eine Stadtvilla? Ja, zweigeschossig halt mit einem Pultdach, ne? Und mit 2 Vollgeschossen. Circa 155 Quadratmeter Wohnfläche, also etwas größer als das Mono von da drüben. Und wie so von so vielen Kunden gewünscht, mit sehr, sehr vielen Fensterflächen. So ist das, ja. Richtung Süden. Wo ist Süden hier? Da ist Süden, wo die Sonne scheint, ganz klar. Wir sind im Musterhaus Park. Ich weiß gar nicht, das heißt Deutsches Musterhaus. Fertighauszentrum Mannheim. Fertighauscenter Mannheim, so nennen es die Leute. Genau. Direkt am Maimarkt. Genau. Und hier ist Simone Zöller, grüß dich. Morgen. Ja. Und hier ist Rainer Rainer Hild von Schwörerhaus. Schwörer kommt aus der Schwäbischen Alb. Von der Schwäbischen Alb, in der Nähe von Reutlingen, haben wir unseren Stammsitz. Ja. So, und das bedeutet, das könnte jetzt auch ein Zweifamilienhaus werden, theoretisch mit 2 Wohnungen, oder geht das nicht? Aber wird es bei der momentanen Einteilung schwierig, ja, als Zweifamilienhaus. Machbar ist alles mit, ja. Aber ich muss einfach hergehen in dem Moment und sagen, 155 Quadratmeter geteilt durch 2, ja. Aber ihr macht ja auch theoretisch eine Mischung zwischen dem drüben und dem hier. Also es sind ja keine Grenzen gesetzt eigentlich, oder? Wir planen einfach alles, die Flächen brauche ich. Und dann kann man selbstverständlich auch eine Mischung machen. Ja. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Boah, hier geiles Wetter heute. Ja, aber es ist sehr, sehr, sehr kalt. Ach komm, jetzt stell ich nicht so an. Das ist die Funktionskleidung, die besser ist. Sag mal hier, viele Details, wie zum Beispiel hier die Verschattung an der Seite, ist recht witzig gelöst, oder? Ja, aber ich muss dazu sagen, bieten wir in der Form heute nicht mehr an. Und das Haus ist 17 Jahre alt. 17 Jahre? Ja. Boah, das sieht aus wie neu. Ja. Das finde ich auch. Es kommt auch immer noch sehr gut an. Den Haustyp selber verkauft ihr noch? Ja, Haustyp in Anführungszeichen, wie gesagt, freie Planung. Und wir sehen es nachher, hat eine klassische Einteilung. Unten wohnen, oben schlafen. Und ja, wie gesagt. Ich brauche mich hier um nichts zu kümmern. Das heißt, die ganzen Stahlarbeiten, wenn ich alles bei euch bestelle, kriege ich das schlüsselfertig. Kommt es so, wie es hier steht. Gibt es auch verschiedene Ausbaustufen, dass ich sage, ich mache noch einen Teil selber? Ja, natürlich. Das sind wir recht flexibel. Wenn es vom Ablauf her passt, aber klassisch sind es natürlich erstmal meistens die Malerarbeiten, ne, die sich die Kunden zutrauen. Und eine macht dann vielleicht noch ein Laminat oder Parkettboden in Eigenleistung. Und aber sonst dann hört es meistens schon auf. Ne? Ich mache gar nichts. So, ich kann nichts. Das denke ich auch, wäre am besten, weil wenn nachher was schief läuft, da kann ich immer kommen und sagen, halt hier. Ja. Aber es gibt ja gute Handwerker, muss man sagen. Also ich bin jetzt kein. Wie funktioniert das hier mit diesen Slidern trotzdem? Einfach schieben oder wie? Nee, es geht elektrisch. Elektrisch. Ja, ja. Riemenantrieb hier. Ja, ja. Cool. Aber gibt's nicht mehr. So, was es gibt, ist der Rasenroboter. Ist das gut? Ja, natürlich eine bequeme Geschichte. Na, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass der Rasen gemäht wird. Der wird natürlich zur Verfügung gestellt, das ist eine reine Werbegeschichte. Na. Also Husqvarna hat die wollen der Durchfahrt verkaufen. So sieht's aus. Die wollen es demonstrieren und hier kommen halt viele potenzielle Kunden, kommen natürlich hierher, die oftmals dann nachher eine Rasenfläche haben und deswegen stellen sie es hier aus. Übrigens nicht zu empfehlen an Hang und mit Teich. Ist nämlich bei uns schon ein paar Mal in Teich geflogen. Da gibt es andere. Also es gibt welche, die funktionieren in Teichgebieten. Ja, man muss halt alles gut abstecken. In den Teich? Nein, außen den Rand. Also, warte, ich guck mal. Ja klar, wenn man den Führungsdraht in den Teich verlegt, dann ist es... was ist hier noch für eine Heizung drin damals? Vor 17 Hier haben Jahren? wir rein auf Luftbasis. Luft. Ja, also das ist natürlich neben der Luft-Wasser-Wärmepumpe eigentlich die zweitverbreiteste Heizungsart heute. Da waren wir sicherlich Vorreiter. Also wie Schwörer. im Prinzip wie in Amerika so ein bisschen. Du hast ein Luftsystem durch das ganze Haus durch? Oder wie läuft das? Ja gut, das ist vom Grundprinzip her ist es die Lüftungsanlage, die halt zusätzlich eine Heizfunktion hat. Das heißt, da ist dann inkludiert auch eine Kleinwärmepumpe, die dann auch wie hier beim Wasser halt, aber nicht das Wasser warm macht, sondern die Luft. Sag mal, hier vorne, das ist jetzt eine normale Wärmepumpe, oder? Das ist eine Luftwasserwärmepumpe. So, ich zeige das mal gerade, aber eine schöne. Habt ihr eine schöne gekauft? Die gibt es auch hässlicher.
gibt es auch hässlich. Ja, die gibt es auch so als... Passen. Das hier ist wirklich eine echte Wärmepumpe, das komplette Gerät außen. Bei den meisten Anlagen, die man heute sieht, wenn man durch Wohngebiete fährt, handelt es sich um einen Zwitter. Das heißt, da ist nur der Lüfter im Außenbereich. Und die eigentliche Wärmepumpe steht dann im Technikraum. Wir haben hier, weil wir haben vorher den Technikraum gesehen, der ist halt doch recht kompakt, haben wir jetzt diese gewählt, einfach aus Platzgründen. Ja. Ich stelle mich mal ganz kurz hier hin, kann man es mal sehen. So sieht es von der Seite aus. Wieder mal optisch total kleine Fenster. Du sagst aber, die bieten so viel Licht, da wird man sich wundern, oder? Ja gut, wir müssen natürlich nachher erst mal schauen, wo befinden sich die Fenster. Das ist zum einen ein Treppenhaus, Badezimmer und 2 Stück im Schlafzimmer. So, da will man ja gar nicht so große Fenster haben. Also man will ja irgendwo ein bisschen geschützt sein vor Einblicken. Ja. So, das große Thema Grundstück. Anzahl der Kunden, die schon bei dir waren und gesagt hätten, das Haus kaufe ich sofort, wenn sie mir ein Grundstück besorgen. Wie viele haben das schon gesagt? Na gut, also unter dem Ding gibt es viele, aber wie viele haben das gesagt? In 26 oder 27 Jahren kann ich jetzt noch nicht beziffern. Okay, also ist es oft ein Grundstücksproblem? Oder? Ja gut, ein Grundstückproblem gibt es immer, wobei ich der Meinung bin, wenn jemand intensiv sucht, dann findet er auch etwas. Auf jeden Fall. Das nötige Kleingeld hat. So, ihr habt das Haus außen mal gepimpt, habt es angestrichen. Was habt ihr Ja, gemacht? wir haben nicht viel gemacht. Wir haben zum Beispiel jetzt hier diese Holzschalung, die wir gerne verbauen. Einfach farblich abgeändert. Das heißt, die war zuvor hellgrau. Und dann wurde sie einfach als Anthrazitfarben gestrichen. Die Fenster waren schon Anthrazitfarben. Und dann waren wir eigentlich bei dem Stil, der heute sehr häufig verbaut wird. Dunkles Dach, weiße Fassade, dunkle Fenster. Und das, ja, also deswegen sieht auch keiner, man wird es auch noch drin sehen, dass das Haus tatsächlich schon 17 Jahre alt ist. Ist das Holz echt hier draußen? Ja, natürlich. Das hat einen Schutzanstrich jetzt, oder? Ja gut, irgendwie im Holz muss ich natürlich durch Farbe irgendwo schützen oder durch eine Lasur. Und das ist halt ein Acryllack, das heißt, da kann nichts abblättern, das ist ganz wichtig. Und Gestrichen werden muss aber trotzdem alle paar Jahre, oder? Also im Regelfall wird es so sein, da reicht ein Wasserschlauch, um einfach den Staub mal abzuspritzen. Das ist Acryl. Das ist wie ein Belag drauf. Ja, Dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen nachstreichen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder bald 10 Jahre her, dass wir das gestrichen haben. Also müsste man theoretisch bei einem verputzten Haus auch irgendwann mal die Fassade überarbeiten und so wird es hier genauso. Komm, wir gehen mal rein. Mal gucken. Ha! Ja, hier ist zu. Er hat natürlich das habe ich gelernt, dass die Schlüssel auf alle Musterhäuser in ganz Deutschland passen. Ist das so? Das war mal so. Okay. Ja, bei dem einen Kollegen war es. Es gab eine Zeit, da konnte ich wirklich durch Deutschland fahren und in jedes Musterhaus gehen, aber das gab dann wohl Leute, die das irgendwie ausgenutzt haben. So, ich lasse das mal offen. So, Ja. dass wir das sehen. Also hier unten, Haus ist 17 Jahre alt. Ja. Siehst natürlich ein paar Sachen siehst du. Früher war mal das rote Holz, war mal sehr innen. Aber das sind ja nur Nuancen, die du hier siehst. Ja? So ist es. Ja. Bei Treppen ist natürlich auch eine sehr kompakte Geschichte, oder eine komplexe Geschichte. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man eine Treppe gestalten kann. Ja. Gut, da habt ihr aber hunderte Treppen im Angebot. Ja. Wir haben natürlich in unseren Ausstellungssendern, wir haben 3 Ausstellungssender, auch entsprechende Beispiele. Das betrifft die Form natürlich, dann die Hölzer, es gibt so viele Hölzermöglichkeiten. Ist man da nicht als Kunde auch irgendwann überfordert? Ich sag mal, also wenn man sich die Treppe aussucht, die Farben, die Außenfassade, die Raumaufteilung. Wir machen ja Folgendes, dass wir unsere Kunden auch einladen im Vorfeld zu einer sogenannten Vorbemusterung. Da muss er sich noch nicht entscheiden, aber er kriegt einen Eindruck und kann vielleicht schon ein bisschen eine Vorentscheidung treffen. Er kann Bilder machen, die er dann auf sich wirken lassen kann. Ja. Und dadurch wird dann für den einen oder anderen das Gesamte doch etwas überschaubarer und einfacher. Ja. Und finde ich ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, das bieten wir auch an. Was ist das genau? Wie heißt das genannt? Vorbemusterung. Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt verschiedene Stufen. Das eine wäre gruppentechnisch eine Führung. Und zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, eine Einzelberatung zu machen. Und da haben wir spezielle Leute, die dann praktisch mit durchgehen
Durch jetzt ein Haus, durch was halt... Nein, durch das Zentrum. Da sind diese Materialien ausgestellt. Aha, Ja, okay. Das sind Musterbäder. Verstehe, und. okay, Ja. okay. Und das ist dann in Reutlingen oder in der Nähe von Reutlingen bei euch? In unserer Zentrale Ja, ist eins. Ich zeig mal ganz kurz euch beide, dass ihr mal einen Größenvergleich habt. Geh mal ganz in die Ecke rein, denn das ist schon ein Riesenraum. Und was du noch gar nicht gesehen hast, Simone, ist, dass die Küche ist nämlich hier ums Eck. Guck mal. Ja, sehr schön. Das ist die Originalküche, die damals drin war. Ja. Boah, das ist ja fast ein Zeitzeugnis hier. Eines wurde noch geändert, und zwar man sieht es hier, man sieht die Holzbalken. Ja. Hier war also eine Holzbalkendecke eingebaut, mit dem entsprechenden Charakter auch. Farbe? Und Holzfarben. Ne? Und wo man dann auch gesagt hat, okay, im Zuge dieser Überarbeitung ne, machen wir das weiß. Aber wird das wieder öfter gefragt? Also ich persönlich finde das eigentlich ganz schön. Du musst ja lange genug warten. Das ist immer. Ja, aber es macht halt den Raum klein und dunkel ein bisschen, ne? Es muss passen insgesamt. Das gibt es natürlich schon, ne, das wird schon mal nachgefragt, aber es ist eher die Ausnahme. Ja. So, hier es ist total spannend, weil ich drehe ja ganz viele Küchen für einen großen Küchenanbieter. Und hier siehst du richtig, dass ihr der Zeit echt voraus wart. Also 17 Jahre, das hier war so der Standard so 2013, 14, als es kam. Ihr seid immer hochmodern, was die Einbauten angeht, gell? Ja, schon. Sagen wir. Wir haben natürlich auch jemand, der für die ganzen Musterhäuser zuständig ist. Und die hat also schon den entsprechenden Geschmack. Und die das dann auch festlegt in letzter Konsequenz. Und die ist also auch immer up to date. Die besucht natürlich sehr viele Messen und europaweit, würde ich jetzt mal sagen. Und hat dadurch halt auch schon, weiß ich schon, ein bisschen Gefühl, was kommt. Ist das gemein, wenn ein Wettbewerber oder ein Marktbegleiter ein ganz neues High-End-Musterhaus, du weißt, auf welches ich anspreche, und das dann vorne drin ist, dass die Leute das sehen? Oder weil die meisten Leute kaufen ja doch nicht den letzten Schrei, sondern die wollen es gemütlich haben, warme Farben. Ja, also gut, ich meine, Mitbewerber ist wichtig, denke ich mal, für den Kunden wichtig. Ne? Und das ist wie in anderen Branchen auch. Und dass wir natürlich dann kopiert werden, erleben wir immer wieder. Ich meine, dass die Kunden hier reingucken, der eine hat ein ganz neues Musterhaus. Nee, das ist egal. Wenn mich ein Kunde fragt, wie alt das Musterhaus ist, dann ist jeder überrascht, wenn ich sage 17 Jahre. Wie? Ne? Weil man sieht es nicht. Ne? Nee, also das ist krass. Also gut, die Möbel, da sieht man schon so ein bisschen den Style, aber wenn du überlegst, der Boden auch, man baut ja mittlerweile, ich glaube, Meter mal Meter schon mal, wenn durchaus, oder? Durchaus auch mal 1,20 Meter, 1,20 Meter, wenn man dann entsprechend die Fachleute haben, die das verlegen können. Weil das ist unheimlich schwer. Habt ihr Fachleute, die sowas können? Ich sag mal ja. Auf Wunsch, ja. Okay. Nur es ist schwierig, da weißt, wenn du ein Bauvorhaben hast, mit so einem Ding, dass du gerade einen Trupp jetzt entsprechend so planen kannst, ist schwierig. Ne? Also da gehe ich dann doch eher her und empfehle dem Kunden vor Ort vielleicht einen Betrieb zu suchen. Ne? Ach so, ich verstehe. Weil es muss extrem gerade sein. Also wir haben es gerade einbauen lassen. Der Untergrund ist so wichtig da, das darf also kein Millimeter abweichen. So ist es. Ja, weil bei den kleinen kann man das relativ einfach machen, das ist kein Problem. Aber bei so großen Formaten ist es ganz schwer. Ne? Und man muss vor allen Dingen auf dem Handling. Ja. Ja. So. Ach so, hier der Schranköffner. Damals, guck mal hier, Samsung-Fernseher im Schrank drin. Interessante Lösung. Und hier der Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich. Nee, doch, ja. Könnte man hier einen Stuhl hinstellen, genau. Das hat man sich damals so überlegt, oder? Ja gut, also wie da die Gedanken waren bei der Möbelgestaltung, kann ich es nicht nachvollziehen. Solche Dinge, die laufen dann wirklich an mir vorbei. Sag mal, ihr baut auch Möbel auf Wunsch? Ja, wir haben eine relativ große Möbelschreinerei zwischenzeitlich. Ach so, ihr könnt begehbare Kleiderschränke, alles? Ja, wir machen dann, wenn der Kunde entsprechend den Wunsch hat, kann er sich bei uns im Werk entsprechend Angebote machen lassen und ganz individuell und dann fertig eingebaut. Ja. Wie würde jetzt hier entsprechend verschattet, wenn ich auf den Knopf drücke? Wie geht das? Gibt es da diverse? Ja, verschiedene Möglichkeiten. Weil es ist ja doch viel Glasfläche hier. Du musst ja verschatten. Wir haben einmal Außenjalousie. Ah, sehr gut. Da muss ich sagen, vor 17 Jahren wurden die in der Form noch nicht angeboten. Einfach aus technischen Gründen.
Und die haben wir nachinstalliert, deswegen sind die vorgebaut. Aber heute laufen die normalerweise in Rollladenschienen. Und, Ich finde die da viel besser, wenn ich ehrlich bin. Ja. Du weißt warum? Warum? Du hast die komplette Verschattung, die sind auch unglaublich stabil, die ihr da eingebaut habt, also wenn es mal Stürme gibt und so weiter. Ja. Und die in den Rollläden, wie funktioniert das? Das heißt, ich kann immer noch aufmachen dann, oder wie? Also bei denen ist natürlich so, die müssen natürlich gesichert sein, sturmgesichert. Also mit dem Windwächter, und wenn es stürmt, gehen die auf. Deswegen macht man eigentlich vernünftigerweise einen Raffstor oder eine Außenjalousie im Bereich Wohnzimmer und eher nicht im Schlafzimmer oder so. Ne? Weil wenn es hier dann mal stürmt und die gehen auf, ist es weniger problematisch als im Schlafzimmer beispielsweise. Ja. So, ich sag mal, Standard-Rollläden, gibt es die noch? Baut man sowas noch? Ja, natürlich, klar. Standard wäre auch, dass diese Fenster mit Rollladen ausgestattet sind. Die sind bei Schwörer auch sehr hochwertig, die sind aus Aluminium, also auch sehr stabil, wo nicht jeder Hagelschlag gleich Löcher bedeutet. Und die sind standardmäßig. Ja. Komm, wir gehen mal hoch. Keller ist hier auf Wunsch möglich? Ist hier dabei. Ist dabei. Können wir nachher gerne mal schon runter gehen. Komm, das machen wir mal. Also das bleibt mal hier unten Da muss ich ja schon den Schlüssel organisieren. Da ist auch ein Duschbad. Gästezimmer, Gästebad. Also hier ist eine Dusche drin. Kann man Licht machen, bitte? Sei so lieb. Außen. So, ein bisschen Licht. Ja, hier merkst du schon die Unterschiede jetzt im Bad. Das ist schon recht kompakt jetzt hier. Ne? Und es funktioniert. Ne? Nein, ich meine die Farben. Das ist, wenn du siehst, also ist interessant zu gucken, wenn das hier jetzt 17 Jahre alt ist. Das war damals der letzte Schrei. Genau die Optik, oder? Es war eigentlich schon top. Damals, allein nur schon das Waschbecken anschauen. Das war damals schon, sagen wir, schon was Besonderes. Gell? Ne? Das ist aber interessant. Ja. Hallo. So, Kollegin ist da. Ja, das ist ihr Arbeitszimmer hier. Komm, das filmen wir mal nicht. Das brauchen wir nicht. Im Keller ist aber jetzt nicht aufgeräumt. Ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Solange da irgendwelche Särge nicht drin liegen, dann die berühmten Leichen im Keller. Keller ist anzuschließen an das Lüftungssystem. Das heißt, dass du diesen typischen Keller-Mief, den hast du hier nicht, oder? Ja, das ist sogar nicht ganz richtig. Also man wird jetzt den Keller in der Form, wenn es ein Nutz-Hobbykeller ist, wird man nicht anschließen. Einfach aus energietechnischen Gründen, wenn man klar sagen muss, die Anlage läuft ja ständig und es belüftigt dann Räume, ne, die ich sporadisch irgendwann mal nutze. Ne. Aber nichtsdestotrotz muss ja dann, das verursacht auch Energiekosten. Und Feuchtigkeit rauszukriegen, da gibt es aber Lösungen. Kein Problem. Gibt es keine, ja. Wo soll die herkommen? Ne? Ansonsten haben wir natürlich Fenster, die man dann zum Lüften entsprechend aufmachen kann. Ne? Aber ist das beim Keller genau dasselbe Prinzip wie bei den anderen Wänden auch, oder muss da irgendwie mit Steinen gearbeitet werden? Betonfundament beim Keller? Der Keller ist natürlich aus Beton. Also da wird nicht mit so Holzmodulen dann gearbeitet? Nee. Also wenn ich jetzt einen Keller, sage ich mal, zum Wohnkeller ausbaue, dann wird natürlich erstmal die Höhe verändert, weil ich entsprechende Rahmenhöhen brauche. Zum einen, und dann werde ich schon die ein oder andere Zwischenwand schon als sogenannte Holzständerwand einbauen. Ne? Aber gewisse Wände werden immer Beton sein, die werden dann aber halt entsprechend durch eine Vorsatzwand gedämmt. Also was mir hier auffällt, es riecht überhaupt nicht nach Keller. Null. Ja. So. Nein, das ist immer so, wenn du halt Keller hast, du weißt ja selber, früher waren ja, ich meine, das Thema Ausschachten, entsprechende Isolierung vom Keller, ich meine, da gibt es ja Gewährleistung drauf, oder? Also der Keller sollte natürlich immer isoliert sein, ne? Einfach aus dem Grund wegen Feuchtigkeit, damit es hier auch kein Kondensat gibt dann entsprechend und dann halt, ja, wie gesagt, belüftet. Aber ansonsten kommt ja hier nichts rein an Feuchtigkeit. So, und das ist die Anlage 17 Jahre alt? Ja, das ist jetzt tatsächlich von Schwörer Technik. Ne? Das ist krass, das heißt eine Luftwärmepumpe, 17 Jahre alt. Ja, da wart ihr ja damals einer der ersten. Das ist, wollte ich vorher schon sagen, wir waren also als die Energiewende losging, eigentlich die Ersten, die mit dieser Technik dann aktiv gearbeitet haben. Es war für uns vom Vertrieb her eine schwierige Zeit, weil überall nur Luft-Wasser-Wärmepumpen angeboten wurden mit Frischluft, mit Fußbodenheizung.
damals noch mit Tiefenbohrung. Jeder hat mein Kit, wenn er jetzt hier 100 Meter runterbohrt, kriegt er alles umsonst. Ja. Es war nicht einfach. Ne? Zwischenzeitlich. Damals hat jeder gebohrt, oder? Ja, viele haben es gemacht oder es wird ja auch nicht überall genehmigt. Man muss das immer gesamt betrachten. Und heute fragt kein Mensch danach, nach sowas. Und wir haben halt, wie gesagt, als erstes dieses Lüftungssystem angeboten. Warum? Weil wir die Technik haben. Wir bauen die Anlagen selber seit ca. 40 Jahren. Also haben wir auch das Know-how im Haus. Und zwischenzeitlich gibt es natürlich auch bei Mitbewerbern entsprechende Systeme, die angeboten werden. Wobei es gibt auch einen oder anderen Mitbewerber, der bietet das Schwörersystem an. Ja, also die sagen, halt, ich brauche es nicht neu entwickeln, ihr könnt das ganz gut. Ja. Sag mal, das hier ist der Schalldämpfer, der drauf ist? Das sind verschiedene Schalldämpfer eingebaut, einfach um tatsächlich die Geräuschentwicklung. Das Rumpeln, du hörst ja oben gar nichts. Ja, das ist so. Ja, so wenn ich die Anlage natürlich auf die höchste Leistungsstufe bringe, die ist ja mehrstufig regelbar, dann hören wir vielleicht an den Absaugstellen schon ein bisschen was. Man könnte auch sagen, das ist Klebeband drumherum, ne? Sag mal, ist jetzt Frage, was hast du gesagt? Klebeband? Ja, es sieht ein bisschen aus wie Klebeband, weil es sonst nicht hält, sag ich, aber ich muss dazu sagen, ja, das sind halt die Verbindungsstellen. Es ist 17 Jahre alt. Es sieht heute alles anders aus. Auch aber es funktioniert alles. Das Grundprinzip ist immer noch dasselbe, aber rein von der Optik her, auch von der Leitungsführung her, wird man das heute so nicht mehr sehen. Also das muss ich einfach ganz klar sagen. Ja. Ja. Diese Rohre sind heute auch entsprechend gedämmt. Das ist alles in Ordnung, aber es funktioniert noch. Ja, natürlich. Ist seit 17 Jahren in Betrieb. Ja. Das heißt, du kannst ja nicht in die Zukunft blicken und gucken, was würde ich in 20 Jahren bauen. Du musst ja mit dem arbeiten, was ja heute zur Verfügung steht. Ja. Das Einzige, was ich brauche, ist letztendlich Strom. Und das ist das Tolle, da haben wir die Möglichkeiten, weil wir die Flächen normal sind da. Strom können wir produzieren. Und ich habe Kunden, zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, Kunden von mir, die sind glücklich. Die sagen, nachdem jetzt dann das ganze Theater war mit dem Krieg, Ukraine, mit den Gaslieferungen und so weiter, die sagen, also wir sind da fein raus. Unsere ganzen Nachbarn, die haben Schweißperlen auf den Stirnen und wir genießen unser Leben. Wir produzieren selber Strom und verbauen dann. Elektro damals, darf ich mal sehen, wie das gemacht wurde? Das heißt, die kommen auch von euch vorbei, eigene Elektriker, richtig? Ja, das machen wir alles. So, alles selber. Das muss ja da auch entsprechend abgenommen werden und geprüft werden, alles. Also das nach Stand der Technik immer, wie das aktuell halt der Fall ist. Genau. So, das heißt also heute Smart Home, habt ihr eigene Systeme, nehme ich an? Bieten wir genauso an. Da gibt es halt verschiedene Systeme. Gibt es auf Funkbasis und auf Kabelbasis. Ja. So, also wenn das hier nicht aufgeräumt ist, habe ich ein gutes Gefühl bei euch. Der Keller ist nur ein Teilkeller jetzt, oder? Nur ein Teilkeller, ja. Okay. Simone, hast du Fragen noch? zum Beispiel die Frage, was hast du eben gefragt, die fand ich süß. Was hat sie gesagt? Irgendwas gefragt mit dem Keller, ob der aus Holz ist. Ach so, mit den Holzwänden, ja. Aber wenn man das nicht weiß, ganz ehrlich, dann käme man vielleicht auf die Idee, es ist ein Holzhaus, könnte ein Holzkeller sein. Ja, ich weiß es ja nicht, ob das funktionieren würde. Nee, also der Aufwand wäre eigentlich ungleich höher, weil ich muss ja alles gegen Erdfeuchtigkeit schützen und zum Beispiel. Ja. Und kommt durch Beton, also jetzt auch eine blöde Frage wahrscheinlich für die es schon gemacht haben. Feuchtigkeit durch Beton oder was gibt es da für Ausführungen? Sagen wir bei einem Anführungszeichen, bei normalen Verhältnissen, Erdverhältnissen, brauche ich nichts Besonderes machen. Da muss ich halt, das Wasser läuft ab. Dafür muss ich Sorgen tragen mit einer Drainage. Dann wird das Wasser abgeführt. Erdfeuchtigkeit, dann macht kein Problem. Aber wenn es dann, haben wir auch oft, zu Themen kommen wie Rückstau zum Beispiel, stehendes oder sogenannt drückendes Wasser, dann muss man anderen Beton verwenden. Okay. Und wenn es ganz hart geht, das weiß ich ja vorher gar nicht, oder? Und deswegen macht man heute grundsätzlich ein Bodengutachten. Wird erstellt und da wird es geprüft. Und wenn es ganz heftig kommt, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Wohnraum einbauen möchte, da sind die Vorschriften ganz anders. Okay. Weil auch durch diesen Keller, den ich jetzt gerade sagte, mit den Zusatzmaßnahmen, kann physikalisch, für mich ist immer Theorie, aber es macht möglich, kann Feuchtigkeit, Dampf diffundieren, theoretisch. Und das wäre für einen Wohnraum nicht schlecht, ja. Eigentlich nach DIN auch nicht zulässig. Viele Firmen machen es trotzdem, Schwörer nicht. Wir machen dann spezielle Abdichtung.
Das macht ein Spezialsystem, aus Amerika kommt es, wo der ganze Keller praktisch nochmal eingepackt wird, dass gar nichts durch kann. Ist halt immer eins. Ja, preisfrei. Wie alles, gell? Das ist natürlich auch, in Amerika gibt es kaum Keller. Da ist, ich sag mal, das Lüftungssystem so einen halben Meter in der Erde drin. Da läuft ja viel durch den Boden durch. Und da ist Holzständerwerk übrigens Standard. Also kein Mensch baut. Gut, das ist eine ganz andere Bauweise, aber kann man nicht vergleichen. Aber es ist nach wie vor Fachwerk, auch in Amerika. Ja. Wenn du guckst, teilweise Gebäude 4, 5, 6 Stockwerke hoch, Fachwerk. Und die stehen. Ja. Ist besonders schade, wenn die dann mitten in der Bauphase anfangen zu brennen. Dann ist passiert schon mal und dann brennt das ganze Haus ab. Das ist so. Aber hier Brandschutz ist ja ein Mega-Thema. Komm, wir gehen mal hoch. Der Keller ist ja so ganz schön, aber es gibt ja schönere Ecken wie dieser Keller. Cool, 17 Jahre. Das heißt, die Leute können gucken, wie entwickelt sich so ein Haus hier drin. Das ist die Garderobe hier? Ja, das ist ein Schuhschrank. Schuhschrank? Ja, das ist auch eine Eigenentwicklung. Schuhschrank angeschlossen an die Lüftungsanlage. Das heißt, wir sehen oben die Absaugung. Das heißt, der Mief wird abgesaugt? Wäre durchaus sinnvoll. Ne? Ja. Und du riechst nichts. ja. Das sind ja jetzt auch keine Schuhe, die ständig benutzt werden. Aber die Schuhe werden auch getrocknet. Das ist das Coole. Genau. Das ist ein Skischrank. Ja, stimmt. So, komm, wir gehen mal hoch. Also denkt euch einen kleinen Raum in der Ecke, der hatte wie viel Quadratmeter? Ja. Das ist unser Stammwerk. Das ist Stammwerk. Auf der Schwäbischen Alb, ja. Wie viele Stämme sind da so im Stammwerk? Das kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Stückzahlen das sind. Man sieht ja eine große Menge. Ich glaube, pro Tag kommen so um die 700 laufende Meter an Holz. Das sind also zig LKWs, die das anliefern, kommt größtenteils aus der näheren Umgebung. Ja. So, das Stammwerk heißt uns, weil da Stämme verarbeitet werden. Hast du gewusst? Hör auf, mich zu verarschen. Witzig. So, ich guck mal. Weißt du, vor einem Jahr hätte ich es dir vielleicht noch geglaubt. Ja, wenn er jetzt nicht gelacht hätte, der Rainer, dann hättest du es mir vielleicht... Ja, ich hätte es schon gecheckt. Hättest du gecheckt. So, Fußboden geht auch. Hier, Teppich. Ja, das hat man früher häufig so gemacht. Ja, aber es ist richtig cool, wenn du Objektteppich hast. Gute Qualität. Sehr schön. Das ist Top-Qualität. Ne? Und da wurde das einmal ausgetauscht. Das sind ja schon, was weiß ich, wie viele 100.000 Leute durch. Ne? Echt? Ja, das Haus hat echt viel mitgemacht, oder? In 17 Jahren allein, wenn ich jetzt dran denke, jetzt der Neumarkt kommt wieder, was hier Massen an Menschen durchgehen, das ist nicht normal. Gell? Das heißt, wir haben Glück, heute ist frei. Du hast ja extra die Zeit genommen und hast gesagt, deswegen werden wir den Rainer, Nachname nochmal? Hild. Also kauft das Haus, egal welches Schwörerhaus, kauft es beim Rainer Hild. Ja, mach das. Du verdienst ja was dran, wenn jemand was kauft bei dir? Ein bisschen was, ja. Das ist ja so, ihr habt ja viele Kollegen, ihr macht das ja aus Leidenschaft, das heißt, ihr begleitet auch den Kunden von bis zum Schluss? Selbstverständlich. Na, wir sind im Ansprechpartner auch, wobei, klar, zum bestimmten Zeitpunkt kommen dann andere Leute, die für bestimmte Bereiche zuständig sind, aber in letzter Konsequenz bin ich jetzt für meinen Kunden eigentlich immer Ansprechpartner. Wenn er das Bedürfnis hat, wir kennen uns, und wenn er irgendwo eine Frage hat, darf er sich immer bei mir melden. Simone, wenn du dich mal gerade aufs Bett setzt, Rainer, bleib mal da stehen. Ich muss mal gerade mir einen Punkt suchen, wo ich mal hier in den Raum blicken kann, dass man mal alles sieht. Das ist ein Riesenraum. Ja. Natürlich diese Raumhöhe hier mal wieder. 18 Quadratmeter hat er. 18 Quadratmeter nur. Und dafür hast du so ein Raumgefühl. Ja, für ein Kinderzimmer ist sehr schöne Größe. Ja, nicht nur das. Du hast hier die Zockerecke. Gut, hier mit dem Notebook würde ich nicht mehr spielen, aber das ist auch nur ein Dummy. Aber das nimmt auch keiner mit. Das nimmt doch keiner mit. Ja. Warte, wenn du mal gerade da bleibst, Simone, bleib mal da. Ich schwenke mal nach rechts, ganz langsam, damit ihr mal so ein Raumgefühl kriegt. Gehe jetzt in die Tür rein. Viel Licht, das ist enorm. Boah, hätte ich so ein Kinderzimmer gehabt, ja. Ich hätte da Fotos gemacht, Polaroids, hätte die in der Schule gezeigt. Dann hätte ich auch hier so einen Pulli gehabt hier von Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, ja. Tja, habe ich alles nicht gehabt. Ja, mein Opa, der hat in der Eisenbahnsiedlung gewohnt. Ich hatte Poster im Zimmer, das war's. Wir hatten Holzfußboden, kann ich mich noch daran erinnern. Wir hatten eine Heizung mit Briketts, das kennst du gar nicht mehr, oder? Ich kenne das natürlich schon. Ich kenne wahrscheinlich mehr Sachen wie du. Ich habe jetzt 1 Tonne Briketts gekauft, ja, weil die stehen jetzt bei mir im Garten.
Das ist, die sind so schwer, das kannst du gar nicht vorstellen, wenn du die transportierst. Natürlich, klar, kenne ich schon. Meine nicht, sagen wir, in meinem Elternhaus nicht, aber wir hatten damals eine klassische Ölheizung, wo man noch mit der Kanne, den Ofen. Ach, einen Ölofen hat der noch gehabt mit dem Brennring in der Mitte? Natürlich. Und der wurde dann später, wurde das dann so gemacht, dass eine Leitung vom Tank in den Ofen. Eine zentrale Ölversorgung nennt man das, ja. Genau. Die kenne ich noch. Und die war besonders schön, wenn der Öltank im Garten stand und es wurde sehr kalt. Kannst du dich daran erinnern? Nee, wir hatten es nicht im Garten, wir hatten es schon im Keller. Das ganze Haus roch nach Öl? Ja, die Gefahr war nicht da, gell? Das ist klar. Aber damit war das halt Stand damals. Gell? Genau, wenn ihr das seht, wir leben im Paradies. Ihr müsst nur mal 30 Jahre zurückgehen, wie da der Standard war. Das kann man nicht vergleichen. Wenn du hier reinguckst, das fühlt sich an. Ist hier eine Sauna drin? Ja. Ihr baut keine Saunen, ne? Nee. Also wir machen vieles. Wir machen auch Gartenhäuser zum Beispiel, die vom Design her dann auch passen zum Haus. Ne? Das Bad ist neu, gell? Nee. Ja, das war damals das Bad. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ihr habt Stil. Also wenn 17 Jahre altes Bad. Ja. Lass mich mal reinschauen. Nö. Ich würde da oben wieder einen Schlafraum machen. Das war das Ding, wo du erzählt hast, gell? Genau, dieser Zwischenboden. Und, Geh mal hoch, Simone. Ja, das ist Guck mal. geht das gar nicht. Also wie gesagt, sie brauchst du ja noch rausheben. Dann Darf ich oder darf ich nicht? Ja, so, heb's mal raus. So, der normale darf es nicht. Liebe Besucher vom Musterhaus. Aber die Seite ist schon fest, oder? Ja, wir werden es gleich merken. Sie spielt Handball, die Simone. Und ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Das wäre jetzt dein Rückzugsort, wenn die Mama dich sucht mal wieder, heißt es, Simone ist im Bad. Die Spülmaschine aus, ich bin nicht da. Cool. So, und dann hast du, gut, da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Hat er, nochmal gesagt, im kompakten Einfamilienhaus, Kinderzimmer, vielleicht 10 Quadratmeter. Kind schläft oben. Ist schon, genau, und dann so einen Boden einbauen, ideal. Schlafzimmer nach oben, ja, das ist das Bett. Ja. Hast du Licht in der Sauna hier? Nee, in der Sauna. In der Sauna nicht. Das ist leider kein Licht. Gucken wir gerade. Links einfach so. So, eine Schlafsauna drin, sehr schön. Klein, aber fein. Ist natürlich genial, im Bad eine Sauna zu haben, weil die meisten Saunen wurden ja in den 70er, 80er Jahren im Keller gebaut. Und dann, kalt ist nicht das Problem, aber das war damals so. Die hatten einen Außenausgang in Swimmingpool, der damals sich auf was gehalten hat, hatte damals einen Swimmingpool, eine Sauna. Ich habe so ein Haus gekauft, da war eine Sauna drin, ein Swimmingpool und die Sauna war im Keller. Ja, so war es für klassisch, wie du sagst. Gell? Ja. Ich meine, es kommt mal vor, dass Kunden kommen und klar sagen, also das Badezimmer muss so groß sein, dass eine Sauna reinpasst. Das kommt immer wieder mal vor. Ja. Lass mal auf, Simone, wegen der Spiegelung. Ja. Kann ich ein bisschen besser zeigen. Das ist ja mal eine Regendusche. So war das damals, kurz nach der Wende. So ein Du hast mich letztes Mal angeschissen, als ich gesagt habe, da ist eine Regendusche im Wohnmobil. Ja, die kann ich mir auch reinbauen. Was hast du gesagt? Ja. So, hier Da vorne. kann ich mir einfach einen Aufsatz und dann habe ich So, da ist das Klo. BBD wird selten verlangt, oder in Deutschland? Wird verlangt, aber eher selten, ja. Das heißt, die Deutschen, die waschen sich nicht so oft dann mit diesem Wasser. Das ist so, andere Länder, andere Sitten. In Frankreich hast du immer ein Bidet. Ja. Ja, es ist so, tatsächlich. Ja. So, dann Waschbecken. Aber das ist ja nur jetzt, bitte, liebe Kinder, das ist jetzt hier ein Einbau von vor 17 Jahren und das finde ich richtig toll, 17 Jahre. Die Türen sind aus Holz hier in dem Fall? Ja, das sind Holztüren. Echt Holz? Ja. Auch die habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie verzogen sind. Ich schließe mal die Tür. Die ist ja auch 10.000 Mal auf und zu gemacht worden, oder? Ja. Echt, sind hier so viele Leute durchgelaufen? Ja, man muss sich das vorstellen, also das ist auch in Maimarkt. Wir sind ja relativ zentral, weil vorne dieser freie Platz und da ist das afrikanische Dorf. Das was? Afrikanische Dorf. Im Maimarkt. Genau, das ist bei uns aufgebaut da unten. Und sind auch jedes Jahr dieselben Leute da, man kennt sich also. Ne? Und, aber dadurch sind auch viele Menschen hier. Und viele nutzen einfach die Gelegenheit, dann doch in das eine oder andere Haus zu schauen. Und weil wir gerade hier sind. Ach so, das ist eine Ausstellung, die hat gar nichts mit euch zu tun. Nein. Und dann wandern die hier rüber und sagen, ich bin gerade da. Und das afrikanische Dorf, es gibt da was zu essen oder wie? Ja, gut, da gibt es dann Vorführungen, da gibt es Dinge zu kaufen und auch zu essen natürlich. Ne? Und wie gesagt, dadurch kommen halt auch sehr viele dann hier in die Häuser rein.
Ich muss eins dazu sagen, was wir machen beispielsweise, wir gehen dann her und bei den Bädern und Toiletten machen wir die Türen raus. Echt? Ja. Also damit keiner aufs Klo geht? Ja gut, das Prinzip wäre ja so, sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn da mal jemand auf die Toilette geht und das sauber hinterlässt. Und ich betone es, das sauber. Ne? Und da haben wir schon die tollsten Erfahrungen gemacht, dass wir gesagt haben, wir können nicht überall jemand hinstellen, das geht nicht. Ja. Ne? Dann machen wir es so. Da vorne sind dann öffentliche Toiletten. Ja. Sag mal, dann sollen sie die benutzen. Das Klo funktioniert aber hier im ersten Stock bei dir. Das Klo funktioniert hier. In unseren Häusern funktioniert Weil alles. ich hatte andere, da ging es nur um Erdgeschoss und das ist bestimmt lustig, wenn, Nee, bei uns funktioniert alles. wenn du es rausheben darfst. So, Ja. komm, wir gehen mal weiter. Das ist jetzt eine Zusatzheizung, wenn du es mal besonders warm haben möchtest. Das Hier im wäre Bad. jetzt, das ist jetzt das Prinzip. Wie gesagt, hier haben wir diese Heizung nur auf Basis der Lüftungsanlage. Und im Badezimmer gibt es eigentlich nur diese Absaugung. Das heißt, ich habe dann einfach durch nachströmende Luft, habe ich dann die Temperatur normal, die ich da draußen habe. Es geht nur, wenn ich jetzt bade und will jetzt 28 Grad hier drin So haben. ist es. Aber jetzt muss ich natürlich, das verlangt auch der Gesetzgeber, jedem Kunden auch in diesen Räumen, diesen Feuchträumen die Möglichkeit bieten, eine höhere Temperatur. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja, natürlich, der Im Gesetzgeber. Badezimmer darf man wärmer machen. Nein, ich muss eigentlich für jeden Raum die Möglichkeit anbieten. Ne? Das ist individuell, also ich kann jetzt sagen, unten reichen mir 20, aber jetzt habe ich ein krankes Kind und will jetzt halt 2 oder 23 im Kinderzimmer Ist es haben. nicht so, dass der Gesetzgeber jetzt gesagt hat, Räume dürfen nur noch bis 17 Grad beheizt werden? Nein. Wie will er das prüfen? Ne? Sind wir ehrlich, also Demnächst Smart Home. jeder, der sowas verlangen würde, der wird sich ja nur lächerlich machen. Ne? Aber deswegen ist es das, und dann kann natürlich, weil das System braucht ja irgendwo auch Energie, ne? Die kann sie nicht aus der Luft ziehen, ne? Oder im Prinzip schon durch diese Wärmepumpe, aber es braucht eine gewisse Grundenergie, ansonsten muss ich nachher nachheizen. Ne? Und Aber heute macht er es schon wieder anders, muss man sagen. ja, heute machen wir viel natürlich jetzt in dieser Heizungskonstellation, dass man jetzt auf so einen Heizkörper verzichtet, sondern dann einfach ein Infrarotmodul einbaut, das ich dann bedarfsmäßig zuschalten kann. Was ist da dann was ist der Der Vorteil? Effekt ist, dass es von oben strahlt. Ja. Ne, diese Infrarotheizungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Selbst ein Spiegel könnte das sein. Strahlungswärme. Und genau. Und da habe ich dann tatsächlich diese Strahlungswärme und haben eine sehr schöne Wärme. Ne? Ja. Und zwar dann, wenn ich sie brauche. Und vor allen Dingen, es geht halt sehr schnell im Vergleich zu der Fußbodenheizung, die halt doch ein träges System ist. Ne? Die Reaktionszeit ist einfach sehr lange und hier kann ich halt einmachen und habe praktisch die Wärme. Ich habe bei mir was ganz Modernes. Ich habe so einen 2 kW Heizlüfter. Kennst du den? Okay. Baumarkt für 20 €. Ja. Und der macht in ungefähr 60 Sekunden macht er so warm, dass meine Frau sagt, 100% Luftfeuchtigkeit, 38 Grad, der Sven ist drin. Ja, das ist so. Komm, wir gehen mal in den nächsten Raum. Das Grundprinzip, sage ich mal, ist natürlich auch nichts anderes. Aber lüften, ihr habt ja einen Wärmetauscher drin, es wird aktiv belüftet. Ja. Ich muss also hier nicht lüften. Das ist doch ein Traum. Viele bestellen diese aktive Lüftung nicht. Ist die immer dabei oder ist das eine Option? Wir bauen nicht ohne Lüftungsanlage. Also wenn wirklich einer keine Lüftung haben möchte, Da unterschreibt er. muss ich ihn wegschicken. Ja, okay. Oder, Das heißt, es gibt bei euch keinen Schimmel. Nein. Okay. Also es ist eigentlich, muss die ausmachen, die Anlage, abschalten aktiv, dann alle Fenster geschlossen halten und drinnen baden. Und dann entsprechend abwarten. Ne? Und dann irgendwann passiert's. Und dann irgendwann habe ich dann den Schimmel natürlich. Das heißt, ich kann in Urlaub fahren, stelle das Haus auf irgendwie 15 Grad oder 10 Zum Grad. Beispiel minimal. Ne? Ich könnte es auch programmieren, zum Beispiel, dass wenn ich in 14 Tage komme, wenn es im Winter ist, dass ich sage dann, okay, dann machst du mir aber so und so viel Grad. Ansonsten habe ich dann gesagt, die 15, 16 reicht ja gut. Ne? Und niederste Lüftungsstufe, minimalster Stromverbrauch. Ne? Und muss man keine Gedanken machen. Ja. Ja. Hier sieht man jetzt auch schon ein paar Modelle, oder? Die ihr Ja, das sind ein paar Kundenhäuser. Ich zeig mal so ein Modell. Man muss sagen, dein großer Traum ist ja in Verbindung mit solchen Häusern als Model zu fungieren. Das ist so, ich glaube, der Sache steht nichts mehr im Wege. Ja gut, ich glaube, die meisten Models, die dafür gesucht werden, sind Familien tatsächlich, also ältere Frauen eher. Ja, der Sache steht auch nichts entgegen. Musst du deinen Freund fragen. Ja gut, dann sind wir halt eine junge Familie, ja.
Ja, eine junge Familie, ihr geht hin und leiht euch noch ein Kind. So. Ja. Sag mal hier, die Fotos teilweise, die du hier siehst mit den glücklichen Familien, den kleinen Kindern auf dem Arm. Ist das die Realität, dass hier so, ich sag mal, 23-Jährige reinstürmen mit ihrem Kind und sagen, hey, ich habe mal eben 1 Million Grundstück? Nee, also das sagt dann nicht keiner. Ne? So, aber es kommen natürlich schon Junge, ne? Ganz klar. Ne? Die ja, aus gespart haben. Ja, oder oftmals dann auch im Land halt vielleicht ein Grundstück da ist. Ne? Die Voraussetzungen ist überall gleich. Es muss etwas da sein. Ne? Oder das Einkommen muss entsprechend hoch sein. Ne? Ich darf da mal raus? Ja. Ist das begehbar? Selbstverständlich. Das heißt, es kann passieren am Maimarkt, dass Leute hier rausgehen. Ja gut, hier ist normalerweise jemand. Zu, auf jeden okay. Fall, ja. So, jetzt guckt man hier raus. Kann natürlich immer sein. Dafür haben wir es ja auch, sage ich mal. Ne? Im Normalbetrieb sollen die... Das ist ein richtiges Haus, ihr habt hier nicht gespart. Also das ist nicht hier aus Kunststoff, das Gitter. Nein, das ist Metall, ja, aber da geht schon los, gell? Das kann nicht jeder. Ne? Da gibt es also immer wieder Kunden, die sagen, oh nee, da kann ich nicht drauf. Ne? So, weil das hier so durchkommt. Aber durchsehen. Okay. Ja, ich kann's. Also das ist... So, hier vorne habt ihr noch die vorgebaute Jalousie, die ich übrigens toll finde. Aber ich habe ja meinen Teil dazu gesagt schon. So, da drüben hört man jetzt richtig schön die Autobahn. Und wenn du zumachst, eben war nichts. Ja. Genau. Wir haben die Jalousie einfach nachträglich vorgebaut vor ein paar Jahren, weil wir hier Beratungen machen und das ist die Südseite. Und ich kann natürlich jetzt einen Rollladen nicht komplett zumachen. Deswegen wir machen das einfach eine Jalousie nachträglich und damit können wir halt schön dann die Belichtung steuern. Das sieht doch aus wie so ein frei geplantes Architektenhaus, das hier. Ja. Das sieht gar nicht aus, als hätte das ein großes Unternehmen wie Schwörer geplant, sondern als wäre das der Star-Architekt um die Ecke. Ist das so oft, was die Leute erwarten von euch, dass es aussieht wie, als hätte es der Designer-Architekt gebaut? Das haben wir natürlich, das ist klar, da zeigen wir natürlich auch die Häuser gerne im Katalog, die besonderen Häuser, wobei man klar sagen muss, die Masse natürlich hat Ansprüche, die schon etwas, wie soll ich sagen, normal sind, so 120 bis 140 Quadratmeter. Ja. Was ist hier normal, ein Haus, was ihr oft verkauft vom Typ her? Hier, das hier? Ja, sowas in der Art, sicherlich. Von der Größe her. Satteldach, Überhang. Es geht ja, um das geht es ja eigentlich nicht. Das geht mal um die Größe. Ja, man definiert im Haus erstmal über Quadratmeter und alles andere ist eine Gestaltungssache. Das geht ja mit der Anzahl der Fenster, mit der Größe der Fenster, mit der Farbe der Fenster, ne? Dachform und so weiter und so fort. Und dieses Haus hier habt ihr tatsächlich gestellt, den Rohbau in wenigen Tagen. Da war der fertig. Also das Haus stand sicherlich damals innerhalb von 2 Tagen war das Dach drauf. Ne? Echt? Ja, natürlich. Ne? So, das heißt, es kann, wenn es in Strömen regnet, macht das was? Nee, macht nichts. Warum nicht? Weil die Wände sind abgedichtet. Da kann nichts passieren. Und wenn es tatsächlich so ist, sagen wir mal, dass mal entsprechend Regenfall kommt, dann habe ich auch schon gehabt, dass wir dann Wände aufgemacht haben, einfach auch zur Sicherheit der Kunden und geprüft haben, ob da was passiert ist, eingedrungen ist oder so, aber das ist eher die Ausnahme. So, und diese Simone hat eben, das konntet ihr nicht sehen, sie hat abgrundtief gegrinst, denn dieses Teil hier, und ich habe es noch nicht gesehen vorher, das ist... Muss man das Nee, die haben wir bewusst jetzt festgestellt, weil hat sonst jeder probiert. Ja, noch nicht jeder geht pfleglich mit solchen Dingen um. Und Da wären wir doch wieder beim Wohnmobil. Das ist übrigens interessant. Du kannst sie oben da runterholen mit einer Stange. Genau. Da kommen wir auch besser ran. Wenn du das mal gerade hier rechts ziehst, einfach mal runterziehst, geht nicht. Stange, ist gelockt. Ich weiß nicht, was es ist. Na, die ist irgendwo auch weggeräumt natürlich, weil sonst jeder ziehen würde. Also das könnt ihr bauen hier. Begehbarer Kleiderschrank könnt ihr mitliefern. Ganz individuell. Na, macht es unsere Hausschreinerei. Na. So, Schwörer. Also merkt euch diesen Namen. Die Leute schwören drauf. Ja gut, wir bauen etwa rund 1000 Häuser im Jahr. Na. 1000 Stück? Ja. Ist das viel in Deutschland? Seid ihr einer der Großen? Also als Einzelunternehmen sind wir sicher eines der führenden Unternehmen. Und es gibt ja andere, die dann, wo mehrere Firmen zusammen sind, die dann in der Gesamtsumme viel mehr haben. Aber was ich halt stark betonen möchte, wir sind keine Finanzgesellschaft, irgendetwas, sondern wir sind ein echter Familienbetrieb. Den Herrn Schwörer gibt's, den ich auch jetzt selber jederzeit anrufen könnte, der kennt mich. Ja. Und wir haben auch schon mal ein Bier getrunken zusammen. Ne? Ich kenne den Klaus Hipp, habe ich mal kennengelernt. Kennst du den?
sagt mir jetzt nichts. Der macht so Babynahrung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Ich gerne. Ganz lieber. Ja, das glaube ich. Ich bin Klaus Hipp. Und, Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das Glas habe ich selber angemischt, ja, in meiner Fabrik. Aber nee, cool. Also, ihr habt einen schönen Eindruck gehabt. Wir sind bei Schwörer. Das Haus 17 Jahre alt, hätte ich ihm nicht gegeben. Schön, gesund, ökologisch, wegweisend. Die einzige Sache ist, wohin mit dem Kruscht? Und da E-Bikes und so weiter, weil die Anforderungen sind ja gekommen. Ihr bietet an, Häuser daneben zu stellen, also teilweise sogar verfahrensfrei kann man die bauen, je nach Bundesland. Garagen jetzt zum Beispiel anbauen, entsprechend. Aber Bayern ist zum Beispiel besonders nett. Ich habe gelesen, 75 Kubikmeter umbauter Raum ist verfahrensfrei. Und ihr bietet die im gleichen Design an wie die Häuser? Ja, also die Gartenhäuser zum Beispiel, als Selbstbausatz bieten wir entsprechend an. Aber das jetzt, sagen wir, wenn es um Sachen zu lagern gibt, wäre es klassisch eine Garage, Doppelgarage, wo wir angefangen eine klassische Fertiggarage anbieten, aber auch ganz individuell geplant mit Verbindung zum Haus, wenn es passt. Muss man mal im Einzelfall dann betrachten. Weil wenn ich ja keinen Keller habe und bin vielleicht Handwerker, will noch einen Arbeitsraum haben, der kann aber ruhig ein bisschen kühler sein, weil ich habe da einen Bullerjan drin oder so, das könnt ihr alles realisieren. Ja, klar, natürlich. Es ist natürlich immer von der Planung her, muss man bei solchen Dingen aufpassen, wie man es bezeichnet, weil der Gesetzgeber hier schon dann guckt. Ja. Ich weiß, der Bullerjan braucht heute einen Cut. Also es wäre dann kein Wohnraum, es ist ein Lagerraum für meine Harley. So. Ich habe keine übrigens. Keine Angst, wenn ich eine hätte. So, wir sind am 7. Februar 2023 im Wie heißt das Center nochmal hier? Deutsches Fertighauscenter Mannheim. Deutsches Fertighauscenter Mannheim. Ihr könnt es immer dann sehen, wenn ihr vorbeifahrt. Maimarkt Center steht dran und da fahrt ihr mal raus. Das Ding ist tatsächlich Samstag und Sonntag geöffnet. Das heißt, du warst lange schon nicht mehr in der Kirche sonntags. Wird schwierig. Wobei, wir sind ja hier zu viert und Ihr wechselt euch ab. Derzeit machen wir das schon so im Wechsel. Wobei Sonntag sind wir meistens dann zu zweit. Hängt aber ein bisschen auch, sagen wir, vom Ansturm ab. Ja. So, die müssen Schluss machen. Der nächste Kunde wartet. Okay. Da ist es. Also 2 Häuser haben wir gefilmt. Ein Beispiel. Wir werden demnächst mal nach der Ort nochmal von der Zentrale? Hohenstein, Oberstetten. Oberstetten fahren und werden dann diese Modulhäuser mal drehen. Simone, dein Fazit? Er macht das schon gut. Ja, er liebt seinen Job und das merkt man. Ja, er liebt den Job. Und du hast erzählt, du bist schon Rentner, so ein bisschen? Ja. So, aber du machst das nebenbei noch? Ich mache das noch ein Stück weit, sage ich mal, nicht mehr in dem Stress wie vorher. Weil vorher, da gab es teilweise wirklich Zeiten, 7-Tage-Woche und so weiter. Und, du bist auch selbstständig in dem Job eigentlich? Ja. Du bist Handelsvertreter? Oder? Ja. Okay. Ja. Es sind aber alle, oder? Sind fast alle. Es gibt Bezirke oder Bereiche im Osten vor allen Dingen, wo halt die Leute dann eher angestellt sind, dass ein gewisses Grundeinkommen da ist. Also, wenn ihr wollt, macht das bei ihm. Aber du hast viele nette Kollegen, muss man sagen, die beraten auch sehr gut. Aber das wäre doch für dich Rainer Hild. Rainer Hild, den findet ihr in Mannheim und der kann euch jedes Haus der Welt verkaufen. Bis wie viele Stockwerke könnt ihr bauen? Boah. Wir bieten unterschiedliche Bauweisen an. Sagen wir so, klassisch jetzt im Einfamilienhausbereich wird es halt 2 bis maximal 2,5 klassisch sein. Und wenn es dann in andere Bauweisen geht, mit mehr Wohneinheiten und so weiter, bieten wir auch Hybridbauweise an. Und Objekt habt ihr auch? Objektbauten? Es macht dann eine spezielle Abteilung. Weil da gelten wieder andere Vorschriften und. Vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Rainer Hild. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss.